Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Wir sind im letzten Part in unserem ersten Gefecht gegen einen waschechten Magic Knight gewesen, haben mit Hilfe von Walima, der sich dann irgendwie kurzerhand doch zu uns begeben hat, siegreich gewesen nach einigen Anlaufschwierigkeiten, weil ich nicht wusste, ob man den so machen soll. Ja, nein, vielleicht. Wir haben danach Vita, Clotilde, das erste Mal hier angetroffen, die ein bisschen nett mit uns geplaudert hat, also nett in Anführungsstrichen. Und mittendrin in der Konversation wurden wir von herannahenden Jägerkorps unterbrochen, die scheinbar Ymir ansteuern. Und deswegen sind wir jetzt hier, um zu helfen und hoffentlich rechtzeitig das Übel abzuwenden. Oh nein. Oh shit. Warum? Warum haben die das gemacht? Oh, heavens. Wären wir hier geblieben, wäre das nicht passiert, ne? Aber dann wären sie wahrscheinlich vom Magic Knight überrannt worden. Wie man macht es falsch. Your Highness, please hurry back inside the mansion and hide. Whatever may come to pass, we won't allow them to touch you. But... There you are. We are the Northern Jaegers, and we've entered a contract with the Kreutzen province. By the order of its lord, Duke Alberea, we are here to take you into protective custody, Your Highness. No. Auntie Lucia? Out of the way, woman! I ask you to leave this village at once. The Schwarzer family has historical connections with the Imperial family. So as long as I live, you will not lay a hand on Her Highness. You got guts, if nothing else. But I'm not going to repeat myself again. Our orders are that the lives of all other than Princess Alphen are of no consequence. Am I making myself clear? Please don't! Don't you dare lay a hand on them! Who are you? Uncle Teo! Darling. I am the Baron of Ymir, Teo Schwarzer, and I will serve as your opponent. Begin! Not all talk, I see. The art of swordsmanship has been passed down in the Schwarzer family for generations. I couldn't hope to compare to Master KAUFEN or Lord Oseid, but I dedicate myself to honing my skills all the same. Clearly you're not the type of noble who sits idly by and hires men to fight his battles for him. But I wonder how much use your sword will have if we try this. I'm sorry, Mr. Baron. You cowards! Have you no shame? All that matters to we Jaegers is fulfilling our contract by any means necessary. Fail to cooperate, and you know what happens next. 9. It sounded like a machine gun. There's fire everywhere! Damn it. Looks like we're up against some pretty high-ranking Jaegers here. Your Highness!
He's a monster. Rean! Rean, don't! Don't lose yourself to anger! That will only lead to a repeat of what happened 8 years ago! Elise. He's still breathing. Your father's alive, Rean. Hang in there. I'll do first aid right away. Lady Schwarzer is just fine, too. She was knocked unconscious, but I don't see any injuries. She's okay. Auntie Lucia, stay with us! Oh, thank goodness. Are you back to normal? Rean, speak to me. Are you all right? Sorry, Elise. I lost control of myself again. It's all right. It's all right. You came back to me in the end. And that's all that matters. Elise, I'm sorry. I really am. Auntie Lucia! Are you all right, Auntie Lucia? Your Highness, you're unharmed. Yes, I'm fine. And it's all because of you and your family. I can't even begin to thank you enough. Your Highness, there's no need to cry. You have the face of an angel. Please don't spoil it with tears. Well, I'm glad she's in no mortal danger. Tova, what about Father? I've given him some first aid, but he was injured pretty severely. We should get him to somewhere he can receive proper treatment as soon as possible. No. Dad! Honestly, some people have no patience. Vita, you... What do you want with us this time? I had some concerns about how things were over here, so I decided to come and have a look. Duke Alberea's really gone and done it this time. It's obvious that he really wants to get ahead of Duke Cayenne, but this isn't the most prudent way to do it. You act like he's not one of your allies. Now, there's no need to take your anger out on me. I can't undo what's already happened, but if it will help, I can at least clear up his mess for you. What? It's time to sleep, my children. Fall into a loving oblivion, cradled in your merciful mother's arms. A lullaby? No. This is... You will descend the mountain as you are, and you will report to Duke Alberea that you found nothing out of the ordinary. Yes, Mother. We will. Mother? Hä? Oh my. Unbelievable. So this is what you witches are capable of, is it? Aber warum hilft Vita uns denn? It's the least I could do after all the trouble you've been through. Duke Alberea is unlikely to doubt what they tell him, so this village shouldn't be targeted again for a while. Although, I'm guessing a gesture like this pales in comparison to what I would have to do to earn your forgiveness. Misty, are you... Don't be taken in by her sweet talk. She doesn't do things like this out of kindness. She doesn't. Targets in sight. What? Elise! Your Highness! Shit!
Was she here the whole time? Now that was silly of you, wasn't it? You should never take your eyes off the princess you're meant to be protecting. As far as knights go, I'm afraid you failed spectacularly in nearly every regard. Please, let me go! Targets apprehended successfully. Targets identified as Objective 1 and Objective 2. Mission complete. Who are you? And what do you want? And why does that thing you're on look just like Eric Getlum? It really does. I take it you being with her means you're an enforcer or something? I don't comprehend your question. She's not with Ouroboros, actually. She's a behind-the-scenes helper of sorts who was donated to the Noble Alliance by an anonymous benefactor. Think of her as yet another ally of the Alliances, much like ourselves, Zephyr, and the Imperial Liberation Front. Couldn't ask for a more terrifying lineup right there. If you like, you can think of me as the Wicked Witch, while she's the Black Rabbit guiding my steps with every adorable hop. Stop messing around! Lady Clotilde, please give the order to retreat. There is no need to remain here any longer. Yes, I suppose you're right. Let's be going. Reen! Elise! Your Highness! Stop! Stop! Bring them back! Our story is well underway. There will be many obstacles waiting for you, but struggle on and overcome them. And I'm sure that, eventually, you'll reach the stage where the Azure Chevalier awaits. Don't let me down, Reen Schwarzer. I won't let it end this way! Hang in there, you two! I'm coming for you! I promise! Wo auch immer die sich gerade hinbewegen. Du, aber ich fand die düstere Version einer Milliam eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Die hat mir optisch gut gefallen. Ich hätte sie gerne bei uns im Team, aber das wird wohl eher nicht der Fall sein. Noble Alliance Forces Flagship Area Battleship Pantagruel oder so. Pantagruel. Die wollten aber eigentlich nur Elfin mitnehmen, ne? Warum haben sie jetzt Elise noch mitgenommen? Oder war die auch von Anfang an Ziel gewesen? Immerhin werden sie immer im Doppelpack entführt. Haben sie jemanden zum Quatschen in ihrer Zelle oder wo auch immer sie untergebracht werden. Eigentlich gar nicht lustig, ich weiß. Rufus. Was ist mit dir? Spielst du jetzt auch bei den Bösen? Ich meine, das ist ja vom Hause Albarea der Auftrag gekommen, Elfen mitzunehmen. Und die sind nicht zimperlich mit uns umgegangen. Und auch die Aussage, dass gemäß Anweisung jedes Opfer oder jedes Mittel quasi den Zweck heiligt, das fand ich schon ein bisschen grenzwertig. Lass mich raten, Rufus ist nicht der liebe Saubermann, wie wir ihn in Teil 1 kennengelernt haben, oder? Oder? Has something wondrous caught your eye? Da ist Cayenne. Und Crow. Well, if it isn't Duke Cayenne and the Azure Chevalier. Oh mein Gott. Okay, krass. Die stecken alle unter einer Decke. Marvelous, isn't it, Rufus? Does it not bring you joy to look down upon our land from such great heights? Especially when one considers our victory in the war that rages on it all but in our grasp. I'm afraid I have far too much on my mind at the moment to take in such pleasures. But the war is, indeed, raging on, just as you say. And with every day that passes, I worry more for the people of my father's province caught up in it. So young
And yet you've already adopted such a delightful perspective. It's clear to me now why your father holds you in such high esteem. Had I a son like you, then I too would take notice of the achievements you've curried in the war thus far. You flatter me, sir. Green though I may be, I intend to do all in my power to carry out your will as Supreme Commander of the Noble Alliance. Please! I am Supreme Commander, yes, but I wouldn't permit merely anyone to take the position of Chief of Staff. Rest assured, you have earned my favor. We are both equally burdened to guide this conflict to a swift conclusion, all for the good of the common people who suffer from it. If only they understood the lengths we go to for them. And on that note, I assume you've already decided on how we will be proceeding? At present, 60% of the nation is under our control. But on the other hand, the Imperial Army still has a full 50% of its military might remaining. The key to our victory lies in deciding how best to divide the remaining armored divisions between the East and West. Excellent. Our alliance forces have you, as well as the Panzersoldats. We have General Aurelia and Brigadier General Wallace, two of the finest soldiers the provincial armies have ever seen. To say nothing of the Azure Diva and the countless other allies lending us their aid. Our victory is only a matter of time. Wouldn't you agree, Crow? I wouldn't get too comfortable if I were you. Just so we're on the same page here, Divine Knights aren't omnipotent or anything. Ordine isn't going to be wiping fortresses like Corellia off the map in an instant the way Crossbell's Ion did. They're not that mind-bogglingly powerful, sorry to say. Come now, Crow. You're so modest. Well, no matter. We needn't concern ourselves with Crossbell for the present. Gilead Osborne has fallen. No longer will we be plagued by that detestable man and his foolish ideals. However, his loathsome legacy still lives on. And this great nation has been filled with undesirable pollutants as a result of him and his followers. Our primary task shall be to wash away the filth and restore Erebonia to its rightful, glorious form. A land ruled by nobles. As you wish. I nearly forgot. Regarding the other Chevalier, I'm in the midst of pondering if there is a way to get him to join us. And being that you're such a close friend of his, your assistance may be required at some point. Give it some thought, won't you? Understood. You don't think it'll be quite as easy as our friend the Duke does, do you? I can see it written all over your face. Afraid not. The army isn't the only thing we need to worry about. Not with the RMP and the intelligence division at large. Then there's the fact we couldn't catch the Crimson Wings. Whatever other potential threats piling up on the side. Plus, you know, your brother's out there too. It's way too early to be getting cocky. My brother is no less a son of the House of Alberea. I'm expecting him to show me the best he can muster. And I don't doubt he'll come at me with everything he's got. But ultimately... unforeseen circumstances are exactly the reason we carry only the finest insurance. Are they not, dear ladies and gentlemen? You're so right. Die beiden in der hintersten Reihe, die haben wir in Teil 1 noch nicht gesehen. Die sind aber im Intro zu sehen gewesen. Und nur mal so ein, zwei Gedanken. Also erstmal hasse ich Duke Cayenne, einfach aus Teil 1, weil der damals schon extrem unsympathisch war. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass Crow scheinbar zu der Truppe gehört, die es gut heißt, also zumindest nach Cayennes Ausführung, dass der Adel jetzt hier irgendwie mehr Macht bekommen soll und die Geschicke des Landes steuern soll und so. Ich dachte, die waren eher so für
weiß ich nicht, ein Land ohne Hierarchien und ohne Machthaber oder dass sie vielleicht sogar an die Spitze wollen und einfach nur Osborn zu Fall bringen wollten. Deswegen, also ich finde, dass Duke Cayenne jetzt auch nicht viel, weiß ich nicht, viel vertrauenswürdiger und viel fähiger erscheint als ein Osborn. Aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, keine Ahnung. Bin nur ein bisschen überrascht und verstehe noch nicht so ganz, was in Crows Kopf vorgeht, wenn ich ehrlich bin. Feels kinda overkill having all of us on the same side. Still, this is how wars are fought. Whatever, so long as we get to have our fun. Just don't forget. We're not here for you. We won't be working together forever. Genau das ist nämlich ein interessanter Punkt, weil hier ergibt sich gerade so eine Gemengelage an Leuten, die sich wahrscheinlich alle einig sind, dass es gut ist, dass Osborn gefallen ist, aber die werden niemals so in der Konstellation, wie sie jetzt hier alle beisammen sind, inklusive Crow, inklusive Duke Cayenne, die werden niemals bis zum Ende an einem Strang ziehen. Ich glaube, da gibt es viel zu viele Interessenskonflikte innerhalb dieser Gruppe. Oh, but the fireworks that will spark from our partnership will be ever so beautiful. Yeah, I guess I can help. Point taken. I can't see anyone or anything out there having a chance against this group of monsters. That's the idea. I leave the unseen side of this War of the Lions reenactment in your capable hands. You're up against the Ironbloods, the Crimson Wings, and the Horned Lions. With opponents like that, you needn't hold anything back. Go forth and enjoy your fill of battle. Das klingt echt so wie so Fußballvereine. Oder so Footballvereine oder so. Wie er die gerade aufgezählt hat. Aha. Das ist, glaube ich, die wir ganz am Anfang schon gesehen haben, ne? In der ersten Folge. Kann das sein? Haben wir da mit dem Prolog offiziell abgeschlossen? Wobei, ich glaube, der Punkt war schon erreicht. Ich lasse das mal nochmal durchlaufen, weil das relativ schön war so. Rufus' Haare sind auf jeden Fall länger geworden. Kann das sein? Jetzt warte mal, jetzt kann ich mir vielleicht mit den ersten Eindrücken, die wir haben, neue Erkenntnisse hier rausziehen. Ich meine, dass wir Class 7 gesehen haben, das war ja klar. Finde ich auch schön, dass wir nochmal die alten Uniformen hier einmal zu Gesicht bekommen aus Teil 1. Einfach um zu wissen, wo wir herkommen. Ey, ich muss sagen, Emma und Laura, ne? Ich glaube, auf die bin ich am gespanntesten. Also Laura ja sowieso. Das wird, wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ich freue mich einfach, wenn sie wieder auf der Bildfläche ist. Und Emma ist halt das größte Mysterium. Aber ich wusste schon mit Abschluss von Teil 1, dass es mit Emma sehr interessant wird. Bei den anderen natürlich auch, ne? Jetzt, wo ich Fee und Miriam so sehe. Guck mal, das ist die wir vorhin gesehen haben. Die hat noch keinen Namen bekommen, ne? Da hieß es nur Black Clad Girl oder so. Ich habe am Anfang Black Haired Girl gelesen und war schon wieder kurz davor zu sagen, die hat doch gar keine schwarzen Haare. Aber das stand da halt auch nicht, insofern vornehm zurückhalten und so. Und hier sehen wir gerade ein paar Knights, oder wir haben gerade einen Knight gesehen, der vorher noch nicht in Erscheinung getreten ist, der so sehr rot war. Das war bestimmt der Final Dungeon oder so. Als das ganze Bild gerade so rötlich war mit diesem Turm oder was das war im Hintergrund. Keine Ahnung. Wir haben jetzt hier im Einstieg, guck mal, Angie und Toa standen auch zusammen. Vielleicht ist das schon so ein Indikator. Genauso wie Emma und Laura, die waren auch beieinander. Vielleicht ist das auch nur Zufall, wie die Artstyles gewählt sind. Aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Genauso wie Rufus und Duke Cayenne ja auch beieinander gestanden haben, ne? Ah, guck mal, jetzt ist tatsächlich der Prolog abgeschlossen. Also doch richtig vermutet. Na, dann würde ich sagen, mit Karacho ins erste Kapitel, oder? Was sagt ihr? Achso. Manage Save Data. Was ist denn Manage Save Data? Keine Ahnung, da kann ich dann wahrscheinlich irgendwie wieder laden oder so. Ich speichere mal ab und dann, ja, geht's ja gleich weiter. Departing Emir.
The scars left on Ymir were fortunately much more shallow than anyone had anticipated. Partly thanks to the fact that the number of assailants was relatively small, there were no fatalities. And the next morning, everyone worked together to clean up the damages and restore the village to its original form. Hauptsache, die Eltern haben überlebt. Wenn ich mir sowas hätte angucken müssen, hätte ich auch plötzlich Reens Form angenommen, ey. Ohne Witz. Ich kann mir richtig vorstellen, was das in ihm ausgelöst haben muss. However, my father was heavily wounded, and he had been in a deep sleep ever since. And while we knew his injuries weren't life-threatening, he would still need to be under careful watch for some time. Meanwhile, You're set on leaving now, aren't you? I am. I realized that with Dad unconscious, I should probably stay and protect Ymir in his place. Maybe you could even say that I've got a duty to do so as his son. But I've got something else that I need to do. And to me, that takes priority. If that's your decision, Reen, then I've no intention of stopping you. Like I said when you and Elise first left here to attend Thor's and Saint Astraea, it's a mother's duty to watch over her children and wish them well as they fly the nest. Mom, thanks. I'll be sure to watch over your father and this village in your absence. Do all that you can to bring Princess Alphen and Elise back safely. Will do. Toval, Celine, please, take care of him. You can count on me. On my honor as a member of the Bracer Guild, I'll do everything in my power to see your request through. I'd tag along even if he said no. It's about time we went and looked for Emma. Thanks, you two. I'll be counting on you. Okay, Mom. I'll see you soon. Take care, and may the goddess watch over you. Ja, da bin ich guter Dinge. Your mom's a strong woman, all right. She really is. I'll have to do everything I can to bring Elise and Princess Alphen back safely so that I don't let her down. No, I will bring them back. Guess we can skip the pep talk if you're that fired up, huh? Make sure to try and repay all that support she's given you the next time you swing by here. Speaking of next time, it's time to go. We're stopping by the valley before leaving, aren't we? Yeah, I want to see how Valamar's doing. Once we're ready, let's head out. Sehr, sehr interessant. Mir kam gerade noch so ein Gedanke. Ich wette nämlich, dass wenn wir Emma wieder zurückbekommen, dann wird Celine in irgendeiner Form in ihre Kampftechniken mit eingebunden werden. Ich wette auch, dass das der S-Break irgendwie im Zusammenspiel mit Celine funktionieren wird. Könnte ich mir zumindest vorstellen. You can now use the Quick Travel menu to warp instantly to any available location. Yahoo! To use the Quick Travel menu, press the viereck button and select your destination. Okay, when inside a town, you can use the viereck button to access the Quick Travel menu. Selecting a location allows you to travel there instantly. Juhu! Ich meine, hier haben wir keine allzu weiten Laufwege. Character Notebook updated. Steht da unten links. Ich glaube, diesen Hinweis gab es in Teil 1 tatsächlich nicht. Oh, guck mal, im Shop, da ist jetzt unser Hauptziel. Das ist ja auch interessant. Ymir Valley ist noch ausgegraut. So, warte mal, jetzt brauche ich erstmal eine kluge Vorgehensweise, um hier nichts außer Acht zu lassen. Gab es irgendwas, was ich im Menü noch checken wollte? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich nach dem letzten Fight irgendwas bekommen habe, was ich noch prüfen wollte. Keine Ahnung. Wir starten jetzt einfach mal hier und dann werde ich im Uhrzeigersinn alles ablaufen. Ich glaube, so kann man das machen. That's going to be just fine. Take care of everything while I'm away, okay? I'm counting on you to look after Mom. Ja, der wird schon aufpassen. Macht er gerne. I'll be back soon. Ist ein gutes Hundi, der Badu. It's the Schwarzer Family Stable. Nach wie vor dürfen wir hier nicht rein. Aber das ist okay. Wir müssen unsere Nase auch nicht überall reinstecken, nicht wahr? So.
Haben wir hier noch jemanden, der anwesend ist? Oh ja, da ist kleiner Familientreff, wie es aussieht. Huch, warte mal. Hier, das ist nämlich die Küche. Nee, das ist nicht die Küche. Ich habe doch beim letzten Mal irgendwo die Mutti von Reen voll verpasst hier. Ach, Vater, kommen Sie bitte schnell wieder auf die Beine, damit die Familie zumindest ein bisschen durchatmen kann. So ganz wird das erst der Fall sein, wenn Elise wieder zurück ist. Baron Schwarzer is unconscious. His condition stabilized at least. Get well soon, Dad. I'll be back with Elise, Princess Elfin, and the rest of my classmates before you know it. Ist aber ein weiter Weg, den du dir da vorgenommen hast. So, Mutti, was geht dir durch den Kopf? I'm sure your father will recover in no time. He's always been a sturdy man. He won't lose to a little thing like this. So you go do what you have to do and let me take care of the rest. All that I ask is that you come back home to your mother who misses you already. Deal? Deal. I'll see you again soon, Mom. Yay. Take the rest. Deal. Jawohl. His life is no longer in immediate danger, but we still have to keep watch on his current condition for the time being. I'll do all that I can for him, but at the end of the day, whether he recovers will come down to how strong his body is. Ich dachte, er sagt jetzt sowas wie stark er im Gunsten der Göttin Aidios ist oder so. Well, you know that, he's a swordsman and a hunter at heart. If pulling through is simply a matter of pure strength, he'll be alright. I imagine so. Let us offer our prayers to the goddess, that she might give her blessing to him. Genau auf sowas habe ich nämlich gewartet. Genau auf sowas. We're going to be treating him with medicine I made at the church as well as herbs raised by your mother. His life is no longer in immediate danger, but we still have to keep watch on his current condition for the time being. Na gut, aber pumpt den mal nicht zu sehr voll, ne? Aber scheint ja wenigstens nichts Chemisches zu sein. Ich glaube, die setzen hier auf Naturheilkunde. So, dann haben wir erstmal unser Elternhaus soweit abgearbeitet. Elfin sitzt hier logischerweise nicht mehr drin. Emir Valley, nein. Das heißt, als nächstes Ziel nehmen wir uns erstmal die Chapelle, aber das heißt, eigentlich müsste mich das Spiel jetzt hiervon abhalten, oder? Rauszugehen? Ja. Oh yeah, Reen, you haven't had your orbit adjusted at the Orbit Factory yet, right? Das kommt also. Now that you mention it, mind if we drop by there before we head out? I've got some stuff I need to discuss with you while we're there. Ah, gotcha. Alright, then let's head over to Plover before we leave. Das machen wir. Das heißt, da werde ich dann vermutlich zum ersten Mal auch neue Slots freikaufen können und so ein Kram. Da habe ich ja ein bisschen Bock drauf vor allen Dingen. Wobei das eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil die Slots, die sind ja alle frei, ne? Aber in irgendeiner Art und Weise wird man es trotzdem verstärken können, da bin ich mir sowas von sicher. Also die werden in der Komplexität, was so das Nutzen von Orbments und das Upgraden und so angeht, auf gar keinen Fall einen Schritt zurück gemacht haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür wird es dann vielleicht statt der Slots irgendeine andere Mechanik geben. I'm working on making some more medicine so that I can help Father Bernard. My skills pale in comparison to his, but I intend to do whatever I can to help him in his work. May the goddess be with you on your travels. I pray you will be able to return before long. I'll be back before you know it. Well, we're off then. Wie Celine einfach voll angepisst ist, weil sie aufbrechen will. Celine wird es noch schwer haben mit mir. I can still hardly believe that Elise and Princess Elfin were taken from us like that. I wish there was something I could do to help them, but I know there isn't. All I can do is leave them in your hands. In the meantime, I will be doing all I can to tend to the injured here in the village. May the goddess be with you on your travels, I pray. Bla blub, alles klar. Finde ich schön, dass sie uns in ihre Abendgebete mit einschließt. Das war jetzt, glaube ich, nochmal genau das Gleiche. Sicherheitshalber 3-mal mit den Leuten reden. Es gab auch schon Charaktere, wenn auch nur sehr versprenkelt und punktuell, die auch 3-mal was Neues gesagt haben. So, warte mal, bevor ich ab der Kirche weitermache, will ich erstmal mit den Leuten hier draußen noch sprechen. Oh, hey, you too. You're off then?
Sorry for not being able to help. If the cable car was still working, you could have used that to descend the mountain. Oh, don't worry about it. We can't let ourselves get down over a little setback like this, considering what we're likely to face in the days ahead. Yeah, I suppose you're right. Well, if it will make things easier, take these. Die erste Belohnung fürs mehrfache Ansprechen. Sehr gut. We're all just as frustrated as you are that we couldn't stop Elise's kidnapping. So every single person in this village is rooting for you, okay? Good luck. Thanks, be back soon. Naja, das soon, das solltest du vielleicht in Anführungsstriche setzen. Nur so ein Bauchgefühl. The path down at the foot of the mountain's rarely ever used. It's gonna be a long, dangerous journey. Make sure you're well prepared. Ja, sowieso. Also spätestens jetzt wird ja der Equipment-Händler auch offen haben, bin ich mir relativ sicher. Vorher konnten wir ja nie was shoppen so richtig. There are scorched marks everywhere. The roof's gonna need replacing altogether. But we ain't got anywhere near enough wood for that. I'm gonna have to go into the mountains and harvest some. I can't believe those damn Jägers would come here, terrify our poor children, and leave MEHR in this sorry state. If I ever see them again, there's gonna be hell to pay. Hey now, not that I can blame you, but that's really not a good idea. Danke, Tore. Mein Gedanke. Yeah, I guess you're right, sorry. Got a little too worked up there. Right now, I need to focus on looking after the village and Lord Schwarzer. Das ist wohl besser so. Leave getting the village back together to us. You're in for a long journey if you're going down the mountain by foot. Take care, guys, and good luck. Dankeschön. Ey, ganz ehrlich, nach so einem Erlebnis würde ich vermutlich auch jedem, der mich anquatscht, sagen, ey, wenn die sich hier blicken lassen, ne, die haue ich zu Brei und dem werde ich alles entgegensetzen. Ich glaube, ich würde auch große Sprüche klopfen, einfach weil man ja irgendwo auch mit der Wut hin muss, die sich da so anstaut, ne, und das gelingt dem einen vermutlich besser als dem anderen. Ich wäre da vermutlich Moritz gar nicht so unähnlich. Hi, Gizmo. The building itself has barely been damaged at all, but the open-air bath and surrounding area has been charred horribly. It's going to take some time to repair it all. How disgraceful of those Jägers to damage a place granted to this village by the imperial family. Those men will receive their comeuppance for this someday, I'm sure. Ich glaube, den Jäger ist das ziemlich egal. Damaging the Phoenix Wings is bad enough, but to harm Lord Theo and capture Lady Elisa and Princess Alphin, simply unforgivable. Those men will receive their comeuppance. Comeuppance. Spannendes Wort auf jeden Fall. Wir haben ja schon in Teil 1 sehr viel über die raue Mentalität der Jäger gelernt, weil das sind halt reine Auftragskiller, wenn man so will, ne? Also die handeln nur für den Auftraggeber, ungeachtet irgendwelchen empathischen Ansätzen oder so. Insofern, ja, wird die das wenig tangieren. Just remembering what happened here makes me feel weak at the knees. It was like living in a nightmare. No, this won't do at all. A maid needs to go about her duties with dignity and poise no matter what life throws her way. Naja, du darfst auch mal Mensch sein, weißt du, auch wenn du eine Maid bist. I fell over and was slightly injured during all the commotion, but that's nothing compared to how terrifying the whole ordeal must have been for Lady Elisa and Princess Alphin. I can't let fear get the better of me when those two are being so brave. Na und Reens Eltern, die fand ich eigentlich, das waren für mich von der ganzen Szene eigentlich die krassesten Helden. Beide haben komplett ihr Leben geopfert. Ich meine, auch wenn das natürlich auch für eine Alphin und für eine Elise scheiße ist, aber die wissen ja irgendwo, auch wenn es das natürlich nicht weniger horrible macht so, aber die wissen ja, dass die entführt werden sollen und nicht getötet werden sollen, ne? Und den Tod, den hätten jetzt die Eltern von Reen halt billigend in Kauf genommen. Was? Approaching the curtain will allow you to enter the baths. Entering them will recover all, bla bla. Aber ich denke, ist gerade alles zerstört und so. Ist das hier nicht das Frauenbad? This is the girls' bath, which means I should turn around right now before someone puts the fear of ideals in me. Ich wollte gerade sagen.
Aber trotzdem hieß es doch, dass das zerstört wurde, oder? Ich komme trotzdem rein. Okay. Guck mal, jetzt haben wir hier auch mal eine Szene mit den Jungs. Ach nee, nicht das Indoor-Bad, sondern Outdoor, ne? Die haben ja hier scheinbar 2 Bereiche. Dann hätte ich, als ich in der letzten oder vorletzten Folge nochmal übernachten gegangen bin, gar kein Geld bezahlen müssen. Ich bin zum Hotel gegangen. Dabei wäre das hier vielleicht ein bisschen günstiger gewesen. Naja. I was told that you'll be taking off soon. Regrettably, the outdoor bath is still unusable, but the indoor baths are fine. Why not warm up in the baths before your departure? Schon geschehen. I'm sure it will help to rejuvenate you before your trip. Ja, alles schon passiert. I'm still so frustrated for not being able to stop Lady Elise and Her Highness from being abducted. I wish you all the very best of luck. May the blessings of the goddess be with you. Dankeschön, Herr Sarrazin. Danke. Ja, ich glaube, diese Ohnmacht, die verspüren hier alle in der Stadt, ne? Nachvollziehbarerweise. Those damn Alliance monsters. They'll bring Lady Elise and Princess Elfin back right this minute if they know what's good for them. Tja, ich glaube, so einfach wird das nicht. Und je lauter du wirst, ja, desto aussichtsvoller wird das leider auch nicht. Clearing up all the mess they made is a nightmare. I'm never gonna forgive them for what they did. Get those 2 back here this instant. Ja, also, nochmal, ne? Rumgebrülle wird dir hier nicht weiterhelfen. Auch wenn ich diesen Impuls vielleicht irgendwo auch nachvollziehen kann, so ein bisschen. I'm researching more nutritious recipes for Lord Tio. There's no use lamenting what's already happened. We just need to focus on doing what we can to fix the damages. That goes for you too. Make your father proud. Sowieso. Rumor has it public order is worsening in the provinces because of the war, but that's about all I know. I'd recommend you prepare for trouble at the very least. Die haben sich übrigens auf dem Schiff, wo Rufus und die anderen waren, auch über Justus unterhalten. Also den gibt's noch. Der lebt auch. Also nicht, dass ich von was anderem ausgegangen wäre, aber der wurde hier das erste Mal halt so am Rande erwähnt, ne? I've got no reason to head up to the 2nd floor right now. Best turn back. What? Früher haben die mich da nach oben gelassen. Jetzt darf ich nicht mehr. Toll. Toll, wie meine Befugnisse immer weiter schwinden. Die denken bestimmt, dass ich schuld bin, dass die entführt worden sind. Ist bestimmt eine geheime Botschaft dahinter. Püh. Dann gehe ich halt hier hin. Und erstmal in der Taverne einsaufen. So, sind hier noch andere Leute? Nö. Scheinbar nicht. Those guys injured a number of the villagers yesterday. That's to say nothing of using a kid as a hostage and abducting 2 innocent girls. Those are the kind of people you must find yourself up against in the future, Reen. Be careful. So just be careful, you hear? Ja. You just leave worrying about the village to us. And take care out there, you hear? Ja, also ich meine, wir sind auch schon üble Gestalten gewöhnt aus dem ersten Teil. Aber dass jemand ein Kind als Geisel genommen hat, ich glaube, das ist neu. Da ist ein neuer Shop. Guck mal, da ist ein neuer Shop, einfach so. Ach nee, das ist sie. Wie sie halt immer als Shop gekennzeichnet ist, ne? Das ist voll irreführend. How could something like this happen to such a peaceful little village? I was only here to do some fishing, but I should do what I can to help the people here first. I don't know if my aid would do much good, but I couldn't live with myself if I sat back and watched? I'd heard rumors of villages being set alight during this war, but seeing it happen firsthand is more dreadful than even my worst nightmares. Ich glaube, wir können wirklich von Glück reden, dass hier keinem ernsthaft zu Schaden kam, so. A badge with a picture of a fighter on it, part of a set. Ich brauche unbedingt, ganz unbedingt Hit Ornaments. Ja, dieses daneben gehauene. Ich habe mir da jetzt so diesen Komfort aufgebaut in Teil 1, dass es dazu gar nicht erst kommt durch das Setup. Und ja, jetzt muss ich mich wieder mit den ganzen Misses abfinden. Oh, hier ist zu. I shouldn't disturb them so early in the morning. Ah, okay, so sieht das aus. Also in Trista sind wir auch in den Morgenstunden in die Häuser
reingestürmt. Da ist auch keinen interessiert. Okay, aber dann bin ich mit der Umrundung einmal durch. Warte mal, ich will noch einmal ganz kurz gucken. Wenn wir jetzt hier versuchen rauszugehen, werden wir vermutlich wieder aufgehalten, richtig? This is the path that leads to the base of the mountain. It's not the easiest track, but this is our only way down. Still, it might be better to check up on Valimar first. Ja, das macht Sinn. Aber noch viel mehr Sinn macht es jetzt erstmal, in den Shop zu gehen. Und dieser Shop, der fungiert ja auch gleichzeitig als Orphan Factory, wie ich gerade gelernt habe, wie wir irgendwo gelesen haben. Oh ja. Oh, na kleiner Mann. Wo ist denn Kiki? Die haben wir hier gar nicht angetroffen. If I hadn't been so slow, your dad never would have gotten hurt, Reen. Oh ne, jetzt macht sich der Kleine auch noch Vorwürfe. Nein. I'm so sorry, Mr. Baron. Don't cry, Alf. Dad did what he did because he wanted to protect his people. He wouldn't want you or anyone else to be sad like this. He wants us all to be happy and to keep on going. I guess. Okay, I keep on working hard to thank him. Dad and Mom and the shop got a little burn, so I've gotta help out. That's more like it. Mr. Gizmo and Mr. Moritz said they help with the repairs, but I've gotta do what I can to help out. I am a man too. I can't be standing around here crying. Doch, das darfst du auch. Ich hoffe, dem kleinen Mann hört irgendjemand zu und kümmert sich ein bisschen um den, weil diese Vorwürfe, die sollte er nicht in sich reinfressen. Oh, look who it is. Good morning. Is everyone here alright, you know, after what happened yesterday? Oh, we're all fine. We suffered some minor burns from the fire, but nothing major. Not everybody was as fortunate though, which is why we want to do all we can to help the others. And to that end, we're starting a brand new service here, trading. Trading? Hier werden jetzt Pokémon-Karten getradet, wetten? That's right, the village wasn't too badly damaged, but all the repairs are still going to be costly. So, as you can imagine, everyone's a bit short on MEHR. That's where trading comes in, because it doesn't cost money. Das was Nicht gemacht hat in Teil 1, ne? Kann das sein? We've been giving people small goods and MEHR for unneeded items for a while now. This is just an extension of that, really. That does sound like a pretty good idea. It's genius if I do say so myself. And of course, you're both welcome to make use of this service as well. Aha. Das gucken wir uns gleich mal an. You can now trade items here in Plover. Trading allows you to exchange certain items for rarer or more valuable ones. Das ist dieses Upgrade-System, ne? So und so viel Heilmittel und dann kriegst du irgendwie ein besseres und so weiter und so fort. We suffered some minor burns from the fire, but that was nothing compared to the shock of having Lady Elise and Princess Elfin taken from us like that. I still can't believe it happened. I was up all night worrying about the two of them. I hope they're both okay. I wonder where Lady Elise and Princess Elfin are now. Die haben ja nicht mal angedeutet, wohin sie die mitgenommen haben, ne? Außer, ja, irgendwas in Richtung Albarea, weil von denen halt der Auftrag ausging, aber mehr wissen wir auch nicht. I just hope wherever it is, they're okay. I don't think I'll be able to sleep a wink until they're found. Oh, dann wirst du aber sehr lange nicht mehr schlafen, meine Gute. I wonder where Lady Elise are now found. Okay, so, wollen wir uns mal Trade angucken? Ja. Das altbewährte System. Also zumindest hier kann ich schon mal sagen, werde ich immer alles reinböllern, weil die ganz kleine Heilung, die bringt uns so gut wie gar nichts. Hat man ja im letzten Kampf auch gemerkt. Eigentlich könnte man sogar schon über die 6000 nachdenken. Davon habe ich jetzt aktuell nur eine. Lass uns mal hier auf 3 gehen. So, für den Fall der Fälle einfach nur, ne? Und hier belassen wir es erstmal dabei. Wobei, hier könnte ich vielleicht auch... Aber ich habe 3 davon. Ich mache daraus mal noch eine 4. Weil wenn jemand down ist, dann soll der auch schon... richtig wiederbelebt werden, quasi. So, hier kann ich exchangen. Das mache ich auch wenn wir die Mira jetzt eigentlich gerade gar nicht so nötig haben. So, hast du jetzt hier irgendwas Neues im Angebot? Guck mal, ich kann jetzt hier zumindest alles wieder auf 10 erhöhen. Zumindest die Sachen, die wir zuletzt verbraucht haben.
Aber der Rest sieht eigentlich soweit gut aus. Ich könnte natürlich jetzt mit der Kohle haufenweise so EP-Charges und Reviving Balm und Celestial Balms und sowas alles einkaufen. Hier kann man eigentlich nochmal auf 5 nach oben gehen. Aber ich denke, das wird erstmal nicht notwendig sein. So, hier wird es jetzt aber interessant. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Na, neue Eröffnung? Hey there, you two. I'm finally ready for business again, so if there's anything you need before you head off, just let me know. Perfect timing. Alright, Rin, let me give you the rundown of how upgrading slots works. Ah, man kann sie also doch upgraden. Also upgraden ja, aber freischalten muss man sie nicht mehr, ne? Upgrading slots? I didn't know you could do that. Well, that's cause upgrading an Arcus unit's augments only recently became possible. For starters, take this. Okay, damit kann ich was anfangen. Isn't this a rare quartz? As you know, rare quartz give you more bang for your MEHR than your garden variety quartz. The problem was, before now, our Arcus augments weren't capable of drawing out their full potential. Really? Haha, yep. Getting your hands on fancy quartz but not getting the most out of them's kind of a waste, don't you think? Fortunately though, now you can, and that's what upgrading slots is all about. The Reinford company developed the tech and showed factories all across the country how to do it. Well, now that you've heard the introductory Spiel? Spiel? Keine Ahnung. The next step is to try it out for yourself, yeah? You're gonna need some Sepit first, though, so here you go, just for you. Oh, wir werden hier richtig schön zugeschissen mit Sepit. Das ist so gut. Wir haben immer noch über 3000 von jeder Kategorie, glaube ich. Rin received 20 Sepit of every element. Schön Tropfen auf dem heißen Stein. Can I really just have all these? All yours. I'm confident you'll make the most of them. Let's just call it an investment in one kid's very bright future. Sure, we can go with that. Alright, you let me know if you ever need your augments modified. Or if you need to customize any weapons for that matter. Ach, das kann ich ja auch machen, sehr gut. Geht das auch mit der Waffe, die ich jetzt aktuell habe? You can now synthesize quartz at Orbital factories. Nice. At factories, you can use Sepit to synthesize quartz. To do this, select Modify Exchange and then quartz. Necessary Sepit. If you don't have enough, the number will be red. Sepit is dropped by monsters, so if you're short, get out there and fight more battles. Ich dachte, da steht jetzt Get the fuck out of here. Entschuldigung. Das hätte aber gerade irgendwie so vom Klang her gepasst. You can now upgrade augment slots at Orbital factories. Hä? Also doch für Upgrade, ja, nicht fürs Freischalten. Kleine, aber feine Differenzierung. You can use Sepit to upgrade each of an augment's 8 slots between 3 levels. Level 0, Level 1 and Level 2. You can use Sepit to upgrade each of an augment's 8 slots between 3. Das mit den 8 Slots between 3 Levels, das sind diese grauen Striche, die da im Hintergrund waren. Kann das sein? Daraus wird dann Level 1 und 2, wenn man es upgradet. Upgrading a slot to Level 1 lets you set rare quartz in it, while upgrading one to Level 2 lets you set super rare quartz. Okay, dann habe ich es verstanden. Alles klar. Man upgradet Slots, um dann bessere Quartze implementieren zu können. Ergibt Sinn. In addition, upgrading slots also increases your max EP. Echt? Okay. At factories, you can use Sepit to upgrade slots in your party's augments. To do this, select blah blah. Required Sepit, das haben wir schon gelesen. This shows how much max EP will increase by upgrading a particular slot. Okay, das ist neu. Aber das sieht eigentlich relativ selbsterklärend aus. Upgrading a slot to level 1 will allow the equipment of rare quartz. Upgrading a slot to level 2 will allow the equipment of super rare quartz. Lastly, upgrading slots will also increase a character's max EP. Schade, dass das mit der Gesundheit nicht auch passiert. Wenn ich die Qual der Wahl hätte, ne? Bei manchen Charakteren würde ich eher die HP bevorzugen. You can now customize weapons at Orbital factories. Yay, yay, yay. You can use HIER materials to customize your weapons at an Orbital factory. To do this, select blah and then blah.
Required amount, current amount. Okay, alles wie gehabt. While you can exchange separate masses for MEHR using the exchange option in shops, regular elemental separate can only be converted to MEHR in orbital factories. Unlike separate masses, which can only be used to convert to MEHR, elemental separate has many other uses. Deswegen geben die einem ja auch weniger, wenn man sie umtauscht, weil der, ja, die sind halt dafür eigentlich nicht primär ausgelegt. We really can't thank Lord Chio enough for saving Elf's life. All I can do for him now is pray that he gets better soon. Oh, Aidios, if you can hear me, please give him your blessings. Du musst nicht vor uns beten, das kannst du auch abends bei dir zu Hause machen. If you need any weapons customized or orphans worked on, just let me know. I'll do all I can to help. Don't you worry about Lord Chio while you're away either. We're going to be taking turns keeping an eye on him. He'll wake up eventually. That's what we've all got to believe. Yeah, if you need any weapons. Okay. Okay. Also hier werde ich mich auf jeden Fall reinschmeißen. In der nächsten Folge. Und vermutlich auch ein bisschen einkaufen. Oh mein Gott. Earth Elemental Master Quartz increases obtained experience. Hallöchen. Den Megalied, den gab es auch im ersten Teil, aber ich meine, dass man den da relativ spät bekommen hat. Und dass der Multiplikator in Teil 1 am Anfang schon bei 1.5 lag. Und hier ist er bei 1.1. Also das zieht hier nicht von Anfang an so an. Aber kann auch sein, dass man den Megaliten auch auf einem höheren Level bekommen hat in Teil 1. Ach, und hier sieht man jetzt auch, dass der Stufe 1 hat überall. Ach stimmt, wir haben Information bekommen. Moment. Informationen. Ach nee, das kann ich nicht einsetzen, weil seine Slots noch nicht geupgradet sind. Er hingegen hat die schon auf Level 1. Okay, dann habe ich das System auch verstanden. Aber so richtig eintauchen werden wir definitiv erst in der nächsten Folge. Den Megalith, den behalte ich erstmal. Die sollen erstmal ihre bestehenden Master Quartze ausmaximieren, bis ich dann rüberschwenke. Hier war auch 5 Maximum, oder? Oder ging das hier höher? Wurde das mal erklärt? Ich glaube, zum Master Quartz gab es schon mal irgendwie so ein Mini-Tutorial. Keine Ahnung. Ihr Lieben, wir werden beim nächsten Mal bei ihm alles abarbeiten, einkaufen, upgraden, was nur geht, mit dem, was wir so an Ressource haben. Und dann werden wir Ymir verlassen und vorher aber nochmal bei Valimar vorbeischauen. Vermutlich wird da auch der richtige Weg sein. Und unser Abenteuer fortsetzen in der Hoffnung, dass wir Elise, Alfin und unsere Class 7 Member nach und nach finden. Ich hab Bock, ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Danke fürs Einschalten heute, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.